eine top solide, mittelfeste Pomade. Ja, dann können wir mal durch, was auch ohne Probleme geht, dass durchaus auch ein bisschen was an Halt da ist. So, einen wunderschönen guten Morgen, guten Abend, guten Tag, je nachdem wann ihr das Video anschaut, zu einem neuen Pomade-Review mit mir, dem Flo vom Pomadeshop, wie immer aus unserem Showroom in Ottobrunn. Und ich habe heute die große Ehre, euch eine Pomade zeigen zu dürfen, die ich schon längst reviewed haben wollte, nämlich die Mr. Bear Original Pomade. Das ist eine der Pomaden von Mr. Bear. Mr. Bear hat ja sonst noch zum Beispiel ein Clay und dann noch eine alternative Duftversion von diesem Clay, die Honest L. Und hier ist eben eine, sag ich mal, nicht Clay-mäßige Pomade, das heißt eine Pomade, die auch glänzt. Und ist halt schon ganz interessant, so von den Inhaltsstoffen her, was da so drin ist. Das ist nämlich eine Pomade, die unorthodox ist, aber nicht unorthodox wasserbasiert, sondern unorthodox ölbasiert, könnte man sagen, weil das erste, was ich hier sehe, ist Lanolin. Und Lanolin, wisst ihr ja, ist Wollfett, Schafsfett von den Schafen, das pflegende Fett, was sie für ihre eigene Wollpflege quasi aus der Haut ausscheiden. Und dann kommt direkt Wasser. Das heißt, man hat hier schon eine glänzende Pomade, eine pflegende Pomade, eine geschmeidig bleibende Pomade, die trotzdem aber dadurch, dass gleich Wasser als nächstes kommt, relativ leicht auswaschbar ist. Also nicht so schwer auswaschbar ist wie eine, die komplett auf Öl basiert. Mit dabei sind auch noch Sachen wie Bienenwachs und ganz, ganz viele pflanzliche Extrakte. Also das ist wirklich eine Pomade, die auch von Natur strotzt, so wie eigentlich alle Mr. Bear Produkte, wenn ich jetzt nicht falsch liege. Und ja, ich würde sagen, ich mache jetzt dann einfach gleich mal die Anwendung von der Pomade. Vorher mache ich mir aber die Haare feucht. Und dafür benutze ich heute das relativ neue Dapper Dan Gold Hair Tonic. Ein ölhaltiges Hair Tonic, worüber wir auch schon mal ein extra Video gemacht haben. Das seht ihr jetzt hier oben reinkommen. Einfach ein paar Spritzer davon ins Haar geben, weil diejenigen, die mich kennen, die wissen, dass ich mir Pomade am liebsten immer in leicht feuchtes Haar reinmache. Das kann aber jeder machen, wie er möchte. Am besten probiert ihr mal beide Wege aus. Ob feucht, ob lieber trocken. Und dann macht ihr den Weg weiter, der für euch besser funktioniert hat. Verteile es in meinen Haaren und massiere mir ein bisschen die Kopfhaut. Es hat einen super angenehmen Duft nach Moschus, bisschen Orangenschale, bisschen Sandelholz. So. Dann nehme ich mir auch schon mal den Kamm und Kämm einmal durch. Schauen wir uns mal die Pomade genauer an. Schau es mal auf. Innen drin ist sie so ein ja, relativ dunkler Braunton. Kann sein, dass sie ab und zu mal ein bisschen heller ist. Das kann von Charge zu Charge ein bisschen variieren. Und wenn ich jetzt mit dem Finger reingehe, merke ich schon so ein bisschen Widerstand. Ist aber darunter sehr, sehr cremig. Also, wenn man das so vom Verreiben her sieht, ist jetzt nicht besonders klebrig. Zieht so ganz leicht nur Fäden. Ist eher so eine cremige Geschichte. Ich hätte jetzt so gedacht, das ist so ungefähr im Bereich von der Oil Can Grooming Grease Pomade ist, weil das ja auch so eine Lanolin-wasserbasierte Pomade ist, oder auch die Ray Super Shine. Die allerdings hier, die ist ein bisschen fester, die Mr. Bear. Kann sein, dass die dunkle Farbe tatsächlich auch daher kommt, dass die obere Schicht schon so ein bisschen getrocknet ist. Nichtsdestotrotz ist sie noch sehr gut benutzbar auf jeden Fall. Vom Duft her, ich mache es mir dabei mal in die Haare. Ihr kennt bestimmt alle einen sehr, sehr, sehr bekannten Fruchtgummihersteller, der ja, Gummibärchen und lauter so Sachen macht und auch Lakritze. Und da gibt es eine Tüte von denen, die ist rot. Das ist eine der, sag ich mal, klassischsten Tüten von diesem Hersteller. Und in dieser Tüte drin sind eben verschiedene Fruchtgummis und Lakritze, verschiedene. Und wenn man jetzt diese Tüte frisch aufmacht und seine Nase reinhält und da rein riecht, das riecht exakt so wie diese Pomade. Also ihr habt da so ein wirklich, ja, Lakritze, so ein bisschen süßlich, wie die Fruchtgummis auch eben auch dabei noch, aber die Lakritze überwiegt. Also für Leute, die Lakritzduft mögen, muss ich leider ganz ehrlich gestehen, ich bin kein großer Fan von Lakritze, aber wie gesagt, wenn jemand Lakritzduft mag oder Lakritze an sich, der wird sicherlich auch mit dem Duft
seine Freude haben. Aber es ist jetzt auch nicht so, dass ich den super widerlich finde, den Duft. Er ist halt einfach, ich könnte mir das glaube ich nicht jeden Tag, also ich persönlich jetzt nicht jeden Tag benutzen, aber das ist ja wie so vieles reine Geschmackssache zum Glück. Ist vom Handling her eine ganz normale, mittelfeste Pomade, würde ich sagen. Ja, also der Breakdown, der war jetzt eigentlich recht easy, ist ja eine sehr cremige Geschichte. Die haarigen sind jetzt auch relativ rein. Es ist ein bisschen Widerstand da, ja, also man kann auch sehen, dass durchaus auch ein bisschen was an Halt da ist. Und typisch für so eine Lanolin-basierte Pomade, es ist auch ordentlicher Glanz da. So, das dürfte erstmal reichen. Dann kehren wir mal durch, was auch ohne Probleme geht, obwohl man auch ein bisschen Widerstand spürt. Aber das ist ja bei einer mittelfesten Pomade auch ganz normal. Schließlich sollte ja auch ein bisschen Halt geben. Und ich kann jetzt einmal mal kurz nach hinten. Und dann zeige ich euch schon mal den Glanz. Ich komme ein bisschen näher her. Hier seht ihr schon, was das für einen Glanz gibt. Riecht ordentlich, finde ich. Allerdings auch nicht ganz so ölig, wie man es von einer weichen Pomade kennen würde. So, scheitel ich mir erstmal die Haare an der Seite. So. Na. Jede Strähne hat seinen Platz, hat ihren Platz. Hat einen relativ frischen Haarschnitt. Da kann es sein, dass ich hier und da mal ein bisschen mehr drüber kämmen muss, weil die Haare ein bisschen kürzer sind und dann schneller zum Abstehen neigen, als wenn sie durch ihre eigene Länge mehr Gewicht haben. Aber 2-3 Mal drüber kämmen. Okay. Das sieht doch super aus. Jedenfalls von vorne. Hinten müsste ich dann gleich noch mit einem kleinen Spiegel checken. Zeige ich trotzdem nochmal den Glanz. Seht ihr auch, ob da alle Strähnen liegen. Das checke ich gleich selber nochmal nach. Aber alles in allem eine top solide, mittelfeste Pomade. Die Mr. Bear Original Pomade. Aus Schweden. Von unseren Freunden von Mr. Bear, die ja viele vielleicht eher durch die Bartpflegeprodukte kennen, die Öle und die Balme zum Beispiel. Eine grundsolide Pomade, ja, mit dem Lakritzduft, auch was Einzigartiges, habe ich jetzt so noch bei keiner anderen Pomade, glaube ich, gerochen, die ich kenne. Und jetzt machen wir mal was Besonderes. Weil ich halt nicht der Riesenfan von dem Lakritzduft bin, ist es für mich jetzt eh schon klar gewesen, dass ich die Pomade, nachdem ich sie für euch reviewed habe, mir wieder auswaschen werde, weil ich jetzt den Duft leider gerade nicht so richtig packe. Weil es mir ein bisschen zu viel Lakritzduft ist. Wie gesagt, wenn ihr Lakritze mögt, ist es ein Top-Duft. Bei mir persönlich jetzt nicht. Das heißt, ich werde sie jetzt auswaschen. Wir sehen uns gleich wieder, weil dann werde ich euch berichten, wie gut ihr sich ausgewaschen hat, gewaschen hat. Also, bis gleich. So, wie ihr seht, ich habe jetzt einen Waschgang mit Shampoo gemacht, einen einzigen. Und es ist, sagen wir mal, zu 90% alles raus. Es ist vielleicht noch minimal was da, wobei das ist wirklich verschwindend gering. Also die hat sich jetzt super leicht auswaschen lassen. Nicht ganz so leicht wie eine wasserbasierte, weil eine wasserbasierte hätte ich einfach nur Wasser drüber laufen lassen müssen. Sie wäre sofort weg gewesen eigentlich. Hier musste ich schon mit dem Shampoo arbeiten bei der Mr. Bear Pomade. Ich möchte nochmal sagen, der Duft, dass ich jetzt diesen Duft nicht so gut ertrage, ist wirklich reine Geschmackssache. Also ich bin halt einfach absolut kein Lakritz-Fan. Ich habe schon seit meiner Kindheit bin ich mit Lakritz auf Kriegsfuß. Genauso übrigens mit Zimt. Also das sind so zwei Duftnoten, das sind so ein bisschen meine Achillesfersen. Ist halt hier eine richtig starke Lakritznote mit drin, deswegen für meinen Geschmack nicht das Richtige. Aber wie gesagt, wenn ihr Lakritzduft mögt, ist das eine super Empfehlung, weil ich finde, ansonsten ist es eine Top-Pomade. Also die hat mir jetzt richtig gut auch vom Schmieren her und vom Halt her gefallen. Wenn dieser Duft nicht wäre, würde ich die tatsächlich auch gerne öfter benutzen. Aber wie gesagt, auch mit Inhaltsstoffen, mit diesen ganzen pflanzlichen Extrakten und so, ist wirklich eine top pflegende Pomade. Kann sein, dass sie über den Tag ein ganz klein bisschen trockener wird, allerdings nie ganz so trocken wie eine wasserbasierte Pomade, also eine komplett wasserbasierte Pomade.
Die bleibt immer nachstylbar und ja, bietet einen zuverlässigen, mittelfesten Halt und einen schönen Glanz. Von dem her eine wirklich ganz, ganz tolle Pomade aus Schweden von Mr. Bad Family, die ich euch sehr empfehlen kann, wenn ihr Lakritzduft mögt. So, das wäre es dann von mir gewesen. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Wenn ja, gebt gerne einen Daumen hoch, wenn nicht, auch einen Daumen runter. Und hinterlasst gerne einen Kommentar, was ihr denn von der Mr. Bär Pomade haltet oder ob ihr die gerne mal ausprobieren möchtet. Oder stellt uns irgendeine Frage, wir beantworten die gerne. Folgt uns auch auf Instagram und Facebook und hier unten noch auf Abonnieren drücken. Das ist komplett kostenlos und das tut euch nicht weh. Und auch die Glocke nicht vergessen im besten Fall. Und dann sehen wir uns hoffentlich bald mit einem neuen Video wieder. Bis dahin, macht es gut, euer Flo.